Und Recording und wir sind live. Und damit wieder herzlich willkommen bei Purrfect Date mit den datenden Wildschweinen am Anfang. Nein! Play. Nein! Wir sind wieder David Meowi. Und Wir starten sind immer direkt. noch David Ja, wie? Meowi. Ja, sag ich doch wieder. Nein, immer noch. Ja, wieder. Ja, immer noch. Ja, wieder. Romance. Vollbild. Trixie. Ich hoffe, Fluffy Butt geht beim nächsten Mal noch, aber müsste ja eigentlich. Alles ist orange. Who knows? Es hat die Farben von Trixie. The sun has almost set, a large orange orb, so low in the sky I feel I could reach out and touch it. Maybe this is what Trixie wanted me to see. Her whispered invite from behind the lab door this morning was a brief. Cave, sundown, dress to distress, be there or despair. What the fuck? Das ist irgendwie ein bisschen out of character, finde ich, aber okay. As I reach Trixie's cave, my breath is literally taken away. Schon wieder was Neues. Wie viele neue Bilder hat denn Trixie, Digga? Es ist auch ein neues Lied. Ein neues Miau-Lied. Ist das so? Ja, aber ich sag ja, immer mit Trixie kommen die Miau-Lieder. Das hat auch irgendwas zu sagen. Ja, die waren doch im anderen auch. Also, weißt du, ich habe letztes Mal bei Etsy wieder reingeguckt, ne? Ja. Und da habe ich gesehen, ja, ich habe jetzt noch eine 5-Sterne-Bewertung bekommen. Mit dem Kommentar dazu, echt super schneller Versand. Kam noch am gleichen Tag der Versandbestätigung an. Echt toll. Und der Dolch liegt auch super in den Händen. Und ich denke mir aber so bezüglich des Versands, ich habe vergessen auf Versand zu klicken. Habe ich ein paar Tage später gemacht. Ich denk so scheiße, aber gut. Es war alles geplant. Aber so, Muss ich jetzt immer so machen. Gibt aber auch. Ja, boah, super geiler Versand, kommt immer am gleichen Tag an. Das ist super, das ist krass, Alter. Also echt, nee. ey. Das ist einfach deine Masche. Ja. Das ist jetzt so deine Taktik. Ja, dauert ein paar Tage, bis ich zur Post bringe, aber dann kommt es am gleichen Tag an. Manchmal sogar einen Tag vorher. Also, du musst einfach mehrere Tage lang laufen zur Post und das wegschicken. Aber am gleichen Tag ist da. Das ist geil. Manchmal ist es sogar einen Tag vorher da, bevor ich es verschickt habe. Boah, das ist ja geil. Ich kann in die Zeit zurückreisen. Der hat's noch nicht mal verschickt und es war schon da. Boah, geil. 6 Sterne. Nice. Du bist von 11, Alter. 11 von 5. Aber ganz ehrlich, ich finde noch viel witziger, was er danach geschrieben hat. Liegt richtig gut in den Händen. Warte mal, das ist doch... Ist das nicht eigentlich zum Hinstellen und Angucken? Was meint er damit, das ist gut in den Händen? Du hast gerade einen Serienkiller erschaffen. Nein, die Dolche sind ja auch für Lab-Sachen und so geeignet. Du darfst zwar nicht auf allen Veranstaltungen Waffen aus Metall mitnehmen, aber das müssen sie ja selber wissen. Ja, aber das ist so, weißt du, wenn das out of context oder irgendwie sowas, weißt du? Einfach so, das Messer liegt richtig gut in den Händen, ja, das ist geil. Ich kann Leute damit abstechen. So klingt das für mich. Richtig geil. Mir fällt das aber auch gerade ein, So, das hätte ich im Hinterkopf, wenn ich so einen Kommentar schreiben würde. Okay, ja gut. Mal Bild speichern unter. Mir fällt da gerade nur was anderes ein. Warte mal. Fenster wechseln. Oh Gott. Richtig unprofessionell hier. Was zum Teufel? Hast du das in deinem Stream? Warte, ich kann das auch ins Stream packen. Oh Mann. Top Customer Reviews. Alle Sterne. A great board. This board is very good. If trade it
for 3 weeks and... Das wäre gerade Auftritt. Auftritt it 3 weeks and it works great. A request at TAF against Watchers. 5 stars. Mit dem Keyboard geschrieben ist. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Ich finde das da drunter noch viel witziger. $500? So many starving people in the... Yeah. Wahrscheinlich Afrika oder so. Ja, aber das klingt ein bisschen zu ernst. Das andere ist halt, das Bart ist very good. Auftritt in 3 weeks. And it works great. I recommend it. Finally a keyboard with both keys. I need to write in Welsh. Das ist voll. I recommend it to all Amazon Watchers. 5 stars. Watchers? What? Gibt's das wirklich? Ja, Amazon Watchers halt alle, die auf Amazon gehen, aber... Heißen die echt? Alter, was ist da los? Ja, ich glaube, der konnte halt einfach nur kein anderes Wort schreiben und schon das ist ja gekrüppelt. Ja gut, auch wunderbar. Aber die Sache ist, ich glaube, das Keyboard hat, glaube ich, sogar alle Buchstaben. Weil siehst du unter den, bei Q ist zum Beispiel auch P, bei W ist O, bei E ist I, ja, aber das ist so mega complicated hier. Natürlich ist das mega kompliziert, aber ich finde diese 5-Star-Review einfach super. Ja. 5 Stars. Ich finde aber viel witziger, dass er da rumschreit, die armen Kinder in Afrika. Das finde ich irgendwie witziger. Aber ich mag outrageous Sachen. Irgendwie. Ich nicht. Haben Sie jetzt bitte den Stream wieder... Achso, ja, warte. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Nein, wir sind ein Livestream, wir können machen, was auch immer wir wollen. So, siehst du wieder alles? Das ist gut gerade. Mein erstes Essen für den Tag. King Shrimps mit Reis. Ohne Soße. Ja, mein erstes Essen auch erst vor 3 Stunden ungefähr. Ah, wir sind so gesund am Leben, Alter. Ja, Vor allem, was hast du morgens gemacht? Gar nichts, gepennt, weil ich meinen Schlafrhythmus ja im Moment umgestellt habe, weil ich ja am Freitag die Nacht durchfahren will. Hä, warum hast du dann geschrieben, du bist bis 6 Uhr wach? Oder erreichbar oder was auch immer? Ja, weil ich bis 6 Uhr halt erreichbar war, da bin ich pennen gegangen. Ja, aber was hast du bis dahin gemacht, habe ich dich gefragt, du Sau. Das würde ich ja dann nicht sagen, dass das erste Essen für meinen Tag ist, wenn ich um 2 Uhr morgens was esse oder so. Ich frag dich allgemein, was du die Zeit lang immer gemacht hast. Kann ich dir gleich zeigen. Ich habe das Video für den Mittelaltermarkt fertiggestellt. So. Ausreden, okay. Jetzt erstmal weiter in der Story. Geschaut, Alter. Dafür muss es nicht 2 Uhr nachts sein. Das ist richtig. There are clusters of lucilities. Mein Bild ist noch nicht da, ne? Hey, ich hab doch den Stream angemacht. Muss halt streamen. Das lädt aber noch. Da sind so 2 kleine Schachteln, die ganze Zeit rumbumsen. Ja, genau so beschreibe ich das. Ist mein Internet im Arsch gerade? Oder will das einfach nicht connecten? Hat's jetzt geklappt? Ich hab nochmal reconnected. Ich gehe nochmal raus. Nee, ich sehe es aber gerade auch nicht. Warte mal. Technical Difficulties. Ah, toll. Das ist doch hier wieder was, ey. Schrimp. Streaming beenden nochmal. So, nochmal neu. Bildschirmübertragung. Perfect Date. Live gehen. So, jetzt aber. Okay. Jetzt funktioniert's, ne? Jetzt ist auch King again. Nice, nice. Gut, dann können wir jetzt endlich weitermachen. Nö. There are clusters of lucilities, tiny illuminated flies that look like strings of fairy lights hung all over the beach. They lead to a formation of rocks close to the water's edge, spotlit by the amber glow of the moon and surrounded by the sparkle and twinkle of more lucilities. It's magical!
I call to Trixie as she emerges from her cave, dragging something in her mouth. I dash over to help her. Whatever it is, it looks too heavy for the delicate calico cat. It's a corpse. Oh, thank you. I'm almost done. Could you take it over to the seats? Sheets. She's indicating to the rock formation I was just admiring, and now I see it from this angle, it really does look like a seating area. In fact, the whole area looks like a stage, beautifully lit and set. Wir sind doch erst auf dem 3. Date, ey, also Trixie geht direkt ab, ey. Der hat doch die besten Hintergrundbilder. Ja, und auch Custom Music. Ich sag's dir ja, sie ist der Main Character. Ich mir schon. She's evil! Evil! Oh, when I put the clothes bundle where she wants it and untie it for her, I discover a small collection of objects that Trixie immediately sets about organizing. She's so deft and determined, I can't help but see the human in her. What? Can I do... Ja... Sag ja. Can I do anything? This looks fabulous, Trix. How did you manage to stage the facilities? She laughs. Haha. Easy. When you know how. They just love mana. What? Mana mana. Mana mana. Mana mana. Ach ja. Mana? Mana mana. The mana from the heavens flowers. Look. She takes a flower. Bisschen zu abgedreht hier. Heavens flowers, Alter. She takes a flower from garlands she's pulling from the cloth bag and punctures the bulbous center with her claw. A few drops of clear, sticky liquid ooze out, instantly attracting a tiny swarm of sparkling flies. What is it? Mana, didn't you hear her? Oh no. Oh my god. Taste it. Go ahead. It's safe, Humi. Actually, it's delicious. It's human flesh. Don't taste it, it's from another place of her. Trixie is all about the sex toys and stuff. The sex box. I gingerly touch a droplet with the tip of my pinky and put it in the tip of my tongue. It's sweet and spicy, like cinnamon and honey. She's right, it's delicious. Ew. The garland is now around my neck, and I look like I'm wearing a necklace of dancing lights. Trixie has a much smaller garland onto her head, and the effect is stunning. She's an angel. You have a halo. What the fuck? Hat die echt? Trixie giggles. Hahaha. Well, I'm an angel after all. I don't get that. Weil sie ein Halo hat? Dass sie sich selber Engel nennt, ist aber so pretentious, Alter. This stuff is good. Is there mana in this? I drink a warm, sweet nectar from the shell that Trixie has placed in my hands. Yes, amongst other things. Wink, wink. Wink, wink, ja. Steady though, McMurphy helped. Ist also noch Whisky drin, alles klar. Ich habe jetzt an was anderes gedacht. Ja gut. Ah, I thought I could detect the warmth of his Irish tongue. Yo, es wird einfach nicht besser mit dem Text. Ah, warum muss immer alles so versaut sein? The warmth of his Irish. Oh Gott, ne. Gänsehaut. Slain mirth. Alter, sein Gesicht. As I drain the shell, I feel a bit lightheaded, and I sit down on one of the rock seats. Well, hello chums, I didn't see you there. What?
The whole of Trixie's mineral family are gathered on the other rocks. Ah, ja. The gang's all here. Oh, this is a lovely tree, Trixie. Thank you. Oh, but the main event is only just beginning. Ahem. I would like to present for your pleasure and dedication. Delectation. Stroke. Ja, das nächste Wort macht's nicht besser. Mademoiselle. But ein bisschen Trixible. Trixible. I clap enthusiastically, but have no idea what's going on. I'm having a ball anyway. Yeah, hell, you have too. And then it begins. Trixie has taken center stage, throws her head to the full moon, and lets out the most almighty sound. It's long and loud and weird, a strange concoction of meowing, hissing and purring, all together in a cacophony of ear-piercing caterwauling. Walling? Ist das ein V oder ein U? Ich glaube ein U, oder? Ja, sieht aus wie das von Full Moon. Caterwauling. Wowling. Ich hasse diese Schreibscheiße. Ich hasse es. For a moment I'm confused, but it's like another part of me starts to take over. A part of me that understands this awful racket, and my ears rearrange what I'm hearing until it sounds like singing. Beautiful singing, sad and plaintive, and then rising to hopeful and rousing until I'm compelled to join in. I throw back my head and let out a sound I didn't know I could make. Come on, Humi, come up here. Trixie is inviting me to join her on the stage. I'm momentarily brought back to my senses, aware of who I am, and it jolts me. What the hell am I doing out here on the beach at night with a clouder of yowling cats? Part of me feels like I'm intruding. It's voyeuristic, and I feel uncomfortable. Join me! But there's another part of me that wants to cut loose and allow myself to experience all of it. Ich meine, du bist ja schon verwandeln, also. Follow feline instincts. Go crazy, go stupid. Vielleicht ist das auch immer das Problem, dass wir uns auf die Katzen einlassen, und wenn wir das nicht machen würden, würden wir uns eigentlich gar nicht verwandeln. Wer weiß. I leap gracefully onto the platform next to Trixie. From here, the view is even more astonishing. There are cats swarming in from the rocks and the undergrowth to join us. We are all harmonizing as though we are one entity. Tails intertwine as lucilities dance around us. Trixie has begun as a kind of dance, stretching and twisting her whole body. She looks elastic. I begin gyrating too, and it feels fantastic. Every muscle and sinew is malleable. I am in total control of my entire anatomy. What the fuck? Before I have time to take in what changed, I'm running at full pelt, with Trixie following and behind her a whole string of cats, all scampering in a serpentine line, with me at the head. I wave around rocks and right up to the water's edge. Then suddenly it all changes again, and we are reaching up towards the moon, cats standing on their hind legs, front legs stretching up and swaying, as though being blown in the warm breeze, the moon melting its amber glow over us, until suddenly I feel a wave of nausea wash over me. I break from the other revelers and crawl on my hands and knees, a little way up the beach. It feels less potent here, and I lay down for a while and let the sounds of the yowling cats sing me to sleep. Meow, 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 meow. Reckon. Das ist einfach so ein Fever-Dream gewesen, ey. Ja. Reckon 11. Probing the workers.
There's been a shipment of supplies delivered, and I have to help to get it all unloaded. Maybe I can get some sort of info while I'm here? Wenn er jetzt über die Briefe erfährt, ne? Ist aber ganz schön weit auseinander, though. Was? Reckon 2 ist halt in der Mitte da. Und das mit dem pinken Brief ist irgendwo anders. Hier, das war Ja, Reckon. da. Da sind ja noch 3 Storys dazwischen. Oder Inhalte 4. oder was auch immer. Ja, aber das ist ja auch nicht in der Reihenfolge. Also das ist ja nicht... Sicher? Ja, das ist nicht Also ich meine, 1, kommt als erstes, nicht in der 2. Reihenfolge auf, aber... Ja, nein, es wird auch nicht in der Reihenfolge sein. Ansonsten wäre es ja richtig schwachsinnig, wenn das nicht in der Reihenfolge completable wäre. Das wäre richtig dumm. I don't know about Ich that. denke mal, das ist einfach random. Aber es wäre trotzdem komisch, wenn er jetzt von den Briefen erfährt. Das ist richtig. Da ist alles durcheinander geschmissen. Oh, mein Bot ist gar nicht an, merke ich. Sekunde mal eben. Welcher Bot? Mein Der Stream-Bot. Jesus-Bot? Also, Nein, der ist von Minecraft. ja, das weiß ich, aber du kannst ja im Hintergrund die Scheiße noch laufen haben. Was weiß ich, was du machst. For all I can know, you're jerking off to this. I don't know. Ja, ganz bestimmt. Maybe I am jerking off. You don't know. Nobody knows. So, Foxy ist wieder da. Und der Dönerhof-Bot auch. Foxy? Der Foxy, mein Red Panda. Ach so, du hast den Foxy. Den und mein Chatbot halt. Whatever. I've been asked to help with the loading and unloading of supplies today. This suits me because I've been itching for the chance of talking to the ferryman and his son. I'm curious to see if they have any useful bits of info that might help me in my quest to find out the real story of this island. Ich The dachte, boat der ist on... nur für das Antidote da. Der kommt doch nicht auf die Insel mit der Einstellung, das Antidote zu machen. Ja, aber der ist auch nicht auf die Insel gekommen, um Die irgendwelche Mysterien aufzuklären. Ja, natürlich. Oder so. Natürlich. Nein, der ist da, weil er bezahlt wird, denke ich mal. Ja, und warum hat er sich für diesen Job beworben? Um halt die Geheimnisse dieser, so wie jeder andere auch, um die Geheimnisse dieser Insel zu klären. Na, das Deswegen- wissen wir nicht, weil das übersprungen wurde. Ja, das ist Nein, das wurde doch ganz am Anfang gesagt. Die haben alle die gleiche Absicht. Jeder Assistent, der da hinkommt, es wird nur übersprungen, weil wir das nicht 20 Mal lesen wollen. Aber wir haben es doch beim ersten Assistenten gehört. Ja, der kommt da hin, weil er es halt sind doch interessant nicht alle findet, dass er... gleich. Ja, doch, in diesem Fall schon. Ja, die waren doch auch vorher Kassierer und was nicht alles. Ja, und dann haben sie sich so gedacht, boah, eine geheime Insel entdecken, geil. Das ist doch das, womit man die da hinlockt. Warte mal, ich brauche mal eben Wasser. Ach, Otter. Otter ist... nein, so unprofessionell. Furchtbar. Und hier ist die Werbung. Bitte fügen Sie eine Werbung ein. Wenn du professionell wärst, hättest du dir irgendwas ausgedacht, womit du während meiner Abwesenheit unterhalten kannst. Das ist genauso unprofessionell. Das ist ja nicht mein Ding. Mir kann das scheißegal sein. Ich bin ja nicht online. Also im Moment bist du es schon. Ach. Ist aber nicht... Das mache ich dir zuliebe, du Arsch. Nicht, weil ich das unbedingt will. Wieso? Du hast das Spiel doch mit vorgeschlagen. Ja, wenn dann... wenn ich schon dabei sein muss, dann will ich auch was Interessantes. The boat only comes once a week and every other weekend. The weekend deliveries are all the good things. Food, mail, treats, etc. And the mood is always light-hearted. These midweek trips, on the other hand, are strictly work-related and tend to be very early morning when we are all a bit grumpy, or late at night when we are overtired. Today, it's so early that the light has only just broken.
Zane and I are waiting down on the jetty. Huh, they are late. Really? It's only 5 minutes. Oops, never late. It must be quite a long trip though. To the mainland? You'd expect at least 5, maybe 10 minutes either way. Das ist aber nicht weit. Ja, Das ist überhaupt nicht weit. Dann würdest du ja von hier aus schon das Mainland eigentlich sehen können. Das sieht man ja auch theoretisch. Ich Voll- weiß gar nicht, gehört das zu der Insel da oder ist das das Mainland? I don't know. Oder meint er einfach, dass es so weit weg ist, dass man grundsätzlich 5 bis 10 Minuten Verspätung hat? Ach, das wäre auch komisch. Ach, keine Ahnung. I don't know. Oops, Wir wissen never ja auch late. nicht, wer das geschrieben hat. I remember that Zane isn't one for chit-chat, so I keep quiet and wait. Thankfully, it isn't long. I can hear the sound of the boat's engine before I can see it, since the morning mist hasn't been burned off by the sun yet. Zane straightens up, and suddenly they are here, emerging from the mists like a ghost ship. They've Das been war doing echt this... Ghosty. Yeah. They've been doing this so long, it has only taken them minutes to dock and tie off before we are stepping aboard. Right. Right. Das, Another man of few words. I nod to Bob's son Joe, and he nods back. I guess we're the same age, but he's huge. He's huge! that's a huge bitch! Problems? A few extra crates held us up 5 minutes. Okay, me and Bob will do the shifting. You two do the stacking until we come back with the outgoing. You stay aboard and sort off the incoming. Got that, Brainy? He's looking at me. Brainy? I'm totally excited that Zane has given me a nickname, but a little crushed that the nickname is Brainy. Sure, you bring him, we fling him. I see that I'm the only one grinning like a fool. Joe knows what to do. You do as you're told. Yep. They've gone before I can say anything else. Joe has already started loading up the dolly with incoming crates. He's clearly an old hand at this. You look like you've been doing this your whole life. Family business? Move those crates there. They need to go off next. He sidestepped my question, but I'm not sure if it's deliberate, so I try a different track. I don't go to college. You don't go to college then, Joe? Nope. I'm not getting anywhere with this, so I changed to something less personal. Zane said you're never late, which is pretty impressive considering how far you have to come. This is like pulling teeth. How far is it exactly? Quite far. Wenn, Oh, really? Wenn die nicht reden wollen, dann halt doch deine Fresse, Alter. Kann da nicht einfach leise sein. And do you stop anywhere else en route? Or are you your only drop-off? We your only drop-off. And suddenly Joe has stopped what he's doing and is standing toe-to-toe with me, locked onto my eyes so that I can't look away. You have a lot of questions on you. My suggestion would be to keep them there on the inside. Don't do no good poking your nose into other people's business. I'm shocked by his bluntness. Das ist eine Drohung. I'm sorry, I didn't mean to offend you. I was just making small talk. You live with all them cats, learn from them. Ja, Trixie ist auch die ganze Zeit am Reden, vielleicht deswegen. Katzen sind immer durchgehend am Quasseln, Alter. My heart beats faster. I think he's going to tell me something. What? All cats know. Curiosity kills them. Okay. Sprichwort. But satisfaction brought them back, immer noch. Halt die Fresse. Ja, Keiner so geht das. So geht das ganze Sprichwort. Keiner benutzt das Zweifel. Ja, weil es alle verlernt haben. Das ist furchtbar. He starts to laugh out loud. I just stand with my mouth open, not sure how to respond. What's the matter? Cat got your tongue?
And he laughs even harder. I'm feeling creeped out and I'm really relieved to hear the two older men returning. Das ist so, erst war er so die ganze Zeit am Labern, dann macht er irgendwie so einen Witz, den nur er lustig findet und dann ist David Aber so... er macht halt, das ist halt so richtig uncomfortable Dad-Jokes. So die du machst, weißt du? Und dann denkt man sich auch so, okay, alles klar. Why are all ants female? Because otherwise they would be called uncles. Schmerzen! Also ich bin jetzt auch so hier, okay. Wo sind die anderen? Hallo! Everything alright here? They have the crates to be loaded onto the boat. What's up with you, Brainy? You look a bit wobbly. Not got your sea legs that? We were playing cat and mouse, Dad. Bob turns sharply on his son and shuts him up with a look. You don't want to mind him. He don't mean no harm. Best take what he says with a pinch of salt. Like the sea. I see a look pass between him and Zane and get the feeling there's a lot more going on here than I understand. You need to get back now, Branny. We can take it from here. I want to ask. Irgendwie komisch. Moment. Mhm. Ich finde komisch, dass er halt die ganze Zeit so richtig schlechte Jokes bringt und alle sofort. Also, wir verstehen das zumindest als Charakter so, dass es eine Drohung ist oder irgendwie. Ja. Halt eine Drohung oder so ist. Einfach Und so, halt die Fresse. Ja, und der Vater ist dann auch so, hör nicht auf den, der macht nur Spaß dran, der albert nur rum, weißt du. Also ist es schon als Drogen. Ja, natürlich. Also, aber ich verstehe das nicht, weil die ganzen Sprüche, das sind doch nur so richtig alte, schrulle Brüche, so. Ich verstehe nicht, was daran. Es ist ja auch keine Drohung. Es ist keine Drohung. Es ist ein Witz darum gehend, dass die wissen, was da abgeht. Und so nach dem Thema, ja, Junge, du wirst bald eine Katze sein, so geh uns nicht auf den Nerven. Wir wollen hiermit nichts zu tun haben. Und der macht sich halt darüber witzig, so nach dem Thema, ja, dir geht's halt richtig scheiße. Weil du bist hier einfach nur so ein Experiment-Ding. Das ist keine Drohung, das ist halt einfach nur... Aber die wissen doch nicht, dass er das schon ist, oder? Die werden wahrscheinlich wissen, was da auf der Insel abgeht. Die werden wahrscheinlich irgendwas schon mitbekommen haben, wenn sie jede Woche da ihre Dinger bringen, die werden wissen, dass die Leute da verschwinden und irgendwie werden die das schon mitbekommen haben. Das ist das, was uns diese Szene jetzt sagt. Das ist keine Drohung. Es ist ja nicht so, dass die damit drohen, ja, wir machen das, sondern die wissen einfach nur von dem Umstand, was mit dir passiert, also was mit uns passiert. Also, das ist ein bisschen komisch, so. Naja. I want to ask to stay. Be given another chance, but all three men are looking at me and I just turn and slink away. Blink. Rest. Oh, schon wieder Trixie. Alter, das ist doch die Route. Was hast du? Ist das schon wieder ein neues Bild? Ich raste aus. Ja, aber es ist ja jetzt Resten. Resten sind ja eigentlich zufällige Sachen. Da muss ja nicht unbedingt Trixie kommen. Die Route mit der bestimmten Katze ist ja nur Romance. Aber die Route, die wir gerade... Also ich meine jetzt nicht die Route, sondern... Ja, aber bei der Spielstand hier. Da ja. sind so viele neue Bilder. Ja, gut. Nein, aber es ist jetzt so, wir haben die Trixie-Route und jetzt kommt beim Sleepen auch noch Trixie. Also, die ist einfach überall. Ah, das denkst du wohl. I don't know. Now let me see. Is that everything I need? I refer to my mom's recipe. Nana's original granola. Amended by mom. Large rolled oats, 4 mugs, pumpkin seeds, havermuck, sesame seeds, havermuck, sunflower seeds, havermuck, walnuts, roughly chopped, handful, flaked almonds, havermuck, pecans, roughly chopped, handful, dried apricots, roughly chopped, handful,
Dried cherries or cranberries, Hafermilch. Banana chips, Hafermilch. Sunflower oil, 2 teaspoons. Cinnamon, 1 teaspoon. Ach so, eine Tablespoon ist das. Tablespoon, Teaspoon. Salt, 1 pinch. Honey, 4 tablespoons. Coconut shavings to garnish. Oh wait, did I forget to order the coconut? I rummaged about this in the supply box that arrived this morning until my hands find back they're searching for. Phew. Coconut shavings are a necessity. Huh? Voll die Geldverschwendung, Alter. Haben die doch auf der Insel Kokosnüsse. Ja, eigentlich schon. Naja. Ich bestell, das ist auch so eine richtig geile Idee von. Daran merkt man, dass die sind nicht so die hellsten da, weißt du? Ja, ich order jetzt von einem ganz weiten Ort Kokosnüsse, obwohl ich hier auf einer Insel bin mit Kokosnüssen. Das ist so bescheuert. Oh, vielleicht haben die kein Utensil, um die zu schnipseln praktisch. Hey, das ist doch bescheuert. Ja, eigentlich schon. Aber egal. Wait, even if I had forgotten them, there, I'm on an island with an abundance of fresh coconuts. Still getting used to island life. Also warum bestellen? I set the oven to 150 degrees Celsius and leave it to heat up while I measure out the rolled oats. I have quadrupled the quantities so that hopefully it will last the whole summer. It seems vast compared to how much I make at home, but it would be disastrous if I ran out. Homemade granola is an absolute essential. I mix the dry ingredients, oats, nuts, seeds and spices together in a large bowl and then add the wet honey and sunflower oil to form a golden moist consistency. I've actually added a splash more oil than suggested. The mixture was feeling a bit drier than usual. Sollen wir das mal nachbacken? Auf geht's. Nein. Next, I spread it evenly on a baking tray lined with parchment, partly to save the washing up, and whack in the oven for 20 to 30 minutes, checking often because the seeds tend to burn quicker than I expect. The smell always drives me crazy. Toasty, warm, homey? I miss my mom. Homie, Alter. I miss my mom. Ich überlege gerade. Ich hab richtig Hunger, meine Mutter. Ich habe überlegt, ob das eventuell ein Schreibfehler war und eigentlich Honey heißen sollte. Ja, ich auch. Weil er ja wo nicht erreicht wurde. Naja. Once done, I add the fruit as it dries and cools and put it into several large glass storage jars, being sure to stuff fistfuls into my mouth as I do. Alter. Was macht er denn? Es ist wie Winnie the Pooh, ey. Das ist Granola. Ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist, glaube ich, so ein Aufstrich. Einig. Granola. Was? Deutsch. Nee, Aufstrich. Einig. Granola Müsli. Okay. Das ist anscheinend selbstgemachtes Müsli. Ist ja noch bescheuerter. Warte mal, ich schließe mal eben das und das hier. So. Research. Research 3. Feeding duty. I've been warned that despite their small size, these kittens eat like horses. I'm sure I can handle it though. Nope. Die fressen ja nicht nur in der Schüssel, sondern schleppen das auf den Boden. Warum? Tragen das überall hin. Warum kommt jetzt... Ja gut, die in den Cages wahrscheinlich nicht. Aber warum kommt jetzt überall diese Miau-Musik, obwohl Trixie nicht mal dabei ist? Ich verstehe es nicht. Wieso magst du es nicht? Ich find's wunderschön. Miau. Miau. Die wollen uns hypnotisieren damit. Miau. Miau, miau. Miau, miau. Yes. It's too early. The world isn't meant to be seen before 7 o'clock. Yes. Ich sehe die Welt noch nicht mal. Vor 10. Unless you make the night through. Um es englisch auszudrücken. Das ist richtig, das ist richtig.
The only exception. The only exception. These early mornings are still a shock to me, but I'm hitting my stride quicker. I like to get the kittens fed and cleaned out before my breakfast. It's easier to do it before the rest of the camp is awake, as there are less distractions. I prepare the mush and my stomach turns at the milky smell so early in the day. I get the swap tray ready and grab a handful of kitty treats. Mag der keine Milch oder was? Hello, babies! Katzen dürfen keine Milch. I peer into the cage of the sleeping Ja, kittens. So cute. Dann hat er doch gerade gesagt. Milky Smell. Ja, der Milky Smell. Aber doch keine Milch. Ja. Was hat denn sonst Milky Smell? Wenn nicht Milk. Katzenfutter. Nee. Das ist eine Umschreibung. Das ist nicht literal zu verstehen, dass es nach Milch riecht, sondern es ist so ein Milky Smell. Ja, Halt so wie Katzenfutter halt riecht. Ahnung. Warte mal, ich kann mal eine genaue Übersetzung dafür raussuchen. Mach mal auf Deutsch, dann weiß ich, was das ist. Milky. Ich meine, wird jetzt wahrscheinlich es heißt natürlich auch milchig, aber gibt's dafür noch andere Übersetzungen? Ja, so wie alles. Mehrere Bedeutungen hat. Trüb, keine Ahnung. Milky Eyes heißt zum Beispiel trübe Augen. Aha. Das weiß ich. Der Geruch. Ja, stell dir einfach vor, wie Katzenfutter riecht. Es riecht halt nicht so Ich kann mir angenehm. das nicht vorstellen. Ich hab... Ja, deswegen sag ich ja. Deswegen, in dem Kontext stell dir einfach Katzenfutter vor. Weil das ist halt so... Deswegen sagt er auch hier seinen Stomach Turns dabei. Weil er steht halt auch so auf, ist müde, kriegt das Katzenfutter und dann so... Das würde ja nicht, halt wenn es Fisch. milchig riechen würde. Ja, nee, nicht unbedingt. Ja, aber es riecht nach Fisch. Also es hat Nee. so... Wenn Fisch Doch. drin ist, ja. Aber wenn kein Nee, Fisch... es riecht auch nach Fisch, wenn das nur Fleisch ist. Es ist halt... Du hast eine komische Vorstellung von verschiedenen Geruch, aber naja. Egal, Es machen wir mal ist- weiter. Es ist halt matschiger... Nach Ja. Fisch riechen. Ich finde, es riecht nicht fischig. Nicht, wenn kein Fisch drin ist, aber egal. They are just Ich waking up and ready for breakfast. I do a quick head count. 12. Good, no one channeled out in the night. Come on then, let's go get swapped and fed. Om nom nom. I grab the first sleepy kitten, no more than a ball of fluff, and as it opens its mouth to yawn, I dart it with a swap, bottle it, and onto the next fur ball. Ach, jetzt trägst sie doch Kommt die dabei. denn her? Aber jetzt Deswegen, ist das also Miau doch das nicht mehr. Miau Miau. Doch, das ist immer noch die gleiche Melodie. Okay. You're getting good at this. Achso, das ist Halt deins. die Fresse! Mach das doch alleine, Mann! Oh, Oh, Trix, you're up early. going to bed late, actually. Ah, that's me. I keep swabbing and in no time I've got all 12 little cats into the feeding cage and I have begun cleaning out the sleeping area. Oh, cute! How long will they stay here for? I'm not sure. Generally, they are kept here for about 10 weeks, and then some are released back into the wild immediately, but some are moved to be examined further. I'm still getting the hang of how it all works around here. Ja, du bist ja nicht mal 10 Wochen da. It's a shame that they aren't all released, isn't it? Yes, I suppose so, but they'll all be released eventually, just some later than the others. You think so? No. They will be grilled and eaten. Yes. Well, yes, unless they are very poorly, like Ravenpaw. Trixie winces at the mention of the black cat's name. Very few of those kittens actually get released into the wild. David Meowi. Yowie. Meowi. What do you mean? Of course they do, as long as they are healthy. Oh wow. You nailed it.
And you know this, do you? You release them yourself? No, because I'm not 10 weeks here. Yeah. Well, no, but Professor Pauper told me that the kittens get discharged at between 10 and to 12 weeks. Oh, I see. Trixie smiles, but it looks fake. Halt die Klappe. If I were you, I'd take one of these later. Oh no, they are too young for tagging. You have to wait until they are at least 12 weeks. That one over there. He looks very healthy. I'm sure if you tagged him, you'd be able to see for yourself what happened to the healthy kittens. No, because then I'm a cat and then I can watch it. It's Or not like not. I'm going home or something. As I go to answer, I hear the breakfast bell in the distance. Oh, Cinderella has to fly. Erst ist ein Engel, jetzt Cinderella. Alles klar. And the calico cat is gone as quickly as she appeared. Come on then, kitties, let's get you back into your nice clean cage. I can't help but think about what Trixie said. She seemed generally concerned, and there must be some basis for that. After all, she has been here a lot longer than me. Und Maybe der taking Ton, one of these kittens wouldn't be such a bad Der idea. Ton ist kaputt. What would be the harm? Only in Discord. Hello. Furchtbar. Roboterstimme wieder. Maybe taken one of these kittens. I don't know. So, jetzt besser? Keine Ahnung. Also ich persönlich würde das nicht tun, aber wir wollen Es war ja Trixis Trixie Vorschlag. umschmeicheln, also. Ich meine, die Charaktere sind ja ziemlich naiv und denken, alles was ihnen gesagt wird, ist richtig und wahr. Also. Ja, übrigens ist es auch egal, ob es von den Katzen oder vom Professor kommt. Ja. Wir sagen einfach zu allem ja. Ja, so Ja. alles richtig, alle haben recht. Aber die sagen was völlig anderes. Ja, die haben beide recht. Ich Der Himmel- glaube, ich glaube. Der Himmel ist grün, nein, der Himmel ist rot. Ja, ihr habt beide recht, der Himmel ist blau. Come on then, back to... But before I even finish my sentence, my hand has grabbed the chipping pen and I've taken the plump grey male. Also so, nimmst du die Katze? Lalala, komm hier. Ah! Ins Ohr. Einfach so Probably silly. abschließen mit dem Ding. But it won't harm you, and it could teach me something useful. Naja. Erfolg unlocked, achievement unlocked, tag. Yes, new unlocks, research 7. Ooh. Ja. Weißt du, dieser Schwanz von dieser Katze, die so hochspringt auf der linken Seite, ne? Yes. Der ist so abwinkeln. Ich glaube, das Ding ist einfach richtig geknickt worden, weißt du, so einfach durchgebrochen. So richtig so, jetzt zeigst du nach rechts, du dummes Vieh. Romance. Ja, furchtbar. Fluffybot. Ach, Fluffy. Fluffy. Ach, guck mal, da war jetzt, hast du gesehen, die Fragezeichen waren jetzt mit Ravenpaw ersetzt. Das habe ich beim letzten Mal schon gesehen, ja. Nee, hast du nicht. Hast du. Du bist blind, halt die Klappe. Du hast aber auch nichts gesagt. Warum soll ich was sagen? Weil es dir auffällt. Du hast nichts gesagt, also ich habe nicht drauf geachtet. Ich konzentriere mich halt nur auf das, was wichtig ist. Trixie. Ey, wir können die ja noch nicht wir können die ja jetzt nicht in diesem Spiellauf daten, also... Ja, aber wenn die das Fragezeichen ersetzt ist, jetzt glaubt dir das doch kein Mensch mehr. Hä? I don't have long tricks. It's a busy day in the lab today. Lots of deliveries. Trixie is pulling at the corners of the cloth she's laid on the ground.
Klappe. Ich höre dass du Luft holst, um vorzulesen. Halt deine Schnauze. I know, you're a very important and humanly person. Das ist komisch, aber okay. But I think you will be pleased. You have gave up a bit of your time for this. She's produced a small box wrapped in pretty paper with ribbon around it. Oh my gosh! Where did you get this from? Did you wrap it yourself? Das ist unmöglich. There's no need to sound so surprised. I thought you knew by now I'm a very clever cat. Well, open it. Ja, aber du hast keinen Daumen. Das funktioniert nicht. Und wie das funktioniert? Bezweifle. Oh, I don't want to spoil it, but I tear off the paper and bows, and as I toss them away, Trixie leaps on them, delightfully playing cat and mouse. Halt deine Schnauze. Come on, Humi. Need help? No, it's mine. Was ist das denn? We tussle for the box playfully, and eventually I retrieve it and take off the lid. Oh wow, Trix, it's a... Quackstone? Quackstone. Quackstone. Oh, of course, it's lovely. Das bist du. Es ist ein Stein. Haha. Ja, das ist er. Sie hat ihn gefunden. Weißt du, was das Witzige ist? Mhm. Ich mag Steine. Man kann Leute damit beschmeißen. Ich mag auch Steine, aber nicht aus dem Grund. Man kann sie aus dem Grund anmachen. auch nicht. Ich mag Steine, die schön leuchten. Ich mag Steine, die glänzen. Die smooth sind. Trixie starts to laugh. Oh, Humi. Das ist March. Oh, Humi. You're so funny. It's not lovely at all, but it is useful. Ja, um Leute abzuschmeißen, sag ich doch. She's right, it's not lovely, it's an ugly looking chunk of... Alter! Yeah, nice. It's an ugly looking chunk of stone, about the size of a walnut. Pinkish grey, but mostly grey. Did I say this out loud? Sorry, Trixie. Das ist aber auch ein kleiner Stein. Useful? Does it do something? Pick it. Throw it. Throw it. Eat it! No. Shit it out and eat it again. I take the lump from the box and instantly feel a vibration in my hand. Wow, It's that's a vibration. weird. What is it? It's my little toe. The feeling is spreading up my arm and through my torso, down into my bottom region. Alter, das habe ich auch zu Hause, yo. Nices Zeug. Can you feel it? That's the quake. It's from the danger zone. Danger Zone, Danger Zone. Danger Zone. Es gibt doch irgendwie so ein Lied, das so ähnlich heißt, oder? Keine Ahnung. Ich höre deine Musik nicht. Das ist keine Musik, die ich höre. Weiß ich dann auch nicht, Mann. Ich meine, das wäre ein Lied, was auch mal im Radio lief. Ich kenne Danger Zone nicht, aber ich kenne Dangerous. Von David Guetta. Ich glaube, du bist einfach zu jung dafür. Das ist das Problem. Warte, ich guck mal eben. Danger Ich kenne nur das Zone. von David Guetta. Top Gun. Ich höre nur Miau. Ja, das ist genau das Lied. Das ist nämlich, kennst du noch diesen Werbespot von Axe Sensitive? Wo die wie so Jets rumfliegen, aber halt Menschen? Nein. Muss ich dir gleich mal zeigen. Auf jeden Fall, das Lied in dem Werbespot haben sie halt vom Top Gun Lied Danger Zone geklaut. Also was heißt geklaut, aber es ist halt sehr, sehr ähnlich. Abgekupfert. Ja. Haben die kein Copyright gehabt? Es ist ein eigengemachtes Lied, es klingt halt nur ähnlich. Es ist im gleichen Stil. So. Weil Top Gun, Jets fliegen halt, Militär, bla. Und in dem Axe-Sensitive-Spot fliegen die halt auch wie Jets und so. Deswegen haben sie das halt Aha. nachgekupfert. Na dann.
What? You went to the danger zone? Danger. Wäre ja nicht das erste Mal. Dangerous. Stop dangerous. Well, no, not personally. I know someone who has. Who and how? Außerdem, du bist jetzt schon 3-mal in die Danger Zone gegangen, mindestens, von dem wir wissen. Immer um uns dahin zu führen. Ja. Ja, das ist Who? korrekt. And how? Quakestone. It alerts your energies from shows you. Das ist doch nicht die Frage gewesen. Was ist das für eine Antwort? Übrigens nicht Alerts, sondern Alters. Scheißegal. So, das ist so. Ich werde jetzt deine Frage komplett überspringen. Transforms your frequency, makes you in tune with the danger zone, so you don't get zapped. Wait, are you saying that if I hold this, I could go into Elder Cat territory? That's right, Humi. That's my gift to you. Protection. Also ein Kondom. I have 100 questions competing to be asked, but I know I have to get back to the lab. Trixie, you're an angel. Let's meet up another time to discuss where you got this and how to use it. Du hältst es einfach in der Hand, Alter. Miau. Was musst du denn? Miau. Das ist ein Stein. Miau. Du brauchst keine Miau. Beschreibung für den Miau. Scheißstein. Du Miau. einfach. Miau. Nein, Dreck. Miau. Ich bin Miau. fertig. Reckon. Yes! New Einfach Unlocks. Censorship hier mit deinem scheiß Miauen. Das war nur sehr sanfte Hintergrundmusik, ja? Hintergrund. Das. Geological experiments. The stone that Trixie found is fascinating. I've just got to take a closer look at it. Wie war das mit, is it just a pile of trash? It's a fucking stone. It's ugly. It's ugly. Miau. Ist ja kein Miau. Geode oder so, meine Fresse. Miau. Will es Miau. halt aufknacken. Und Der da drin Professor- sind dann kleine singende Würmer, oder was? The professor is away and overnight trip to the mainland. So I've got the lab to myself for a while. I've been running tests on the Quakestone that Trixie gave me for hours now, and I'm no closer to understanding how it works. Magic. It emits a constant pulse, but I can't figure out where the energy needed to generate the vibration is coming from. Eventuell, Das ist nur voll eventuell, ist das nicht der Stein, der selber vibriert, sondern es ist etwas im Stein, das eine Resonanz ergibt mit etwas, was auf der Insel ist. Oder vielleicht auch einfach dem Erdmagnetfeld, weil es gibt solche Steine. Die Energie muss ja nicht vom Stein Oder- herkommen. Oder es ist ein natürlicher Vibrator, der keine Batterien braucht. Das ist die beste Art von Welt. Das ist geil. Ja, das ist aber kein Oder, weil die Energie muss ja trotzdem irgendwo, oder das Vibrieren muss ja trotzdem irgendwo herkommen. It's magic. Nee, ich glaube an eine Resonanz. Nein, das ist magic. Ganz eindeutig. Looking at it under the microscope, the structure seems less like a gem and more organic. It looks like Ew. very smooth interlocking scales, which move and shift very slowly. It's as if the rock breathes. Ew. I sit back and try to clear my head. I wonder. An idea has been half forming at the back of my mind all day. And now it's loud and clear. I need to go to the Elder Cat's territory and see if I can't join some of the dots up in situ? 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 Ich kenne dieses Wort nicht. I decided it would be foolhardy to head to the danger zone alone, so I alert McMurphy to my plan. And he agrees to meet me there. I throw 2 things that I think could come in handy into my backpack and set off, swinging by Zane briefly to let him know I'm out of the grounds for a couple of hours. He's on his seat down by the water's edge.
Warum muss er ihn benachrichtigen? Hi Zane, waiting for the supply boat? Ja, weil sonst keiner da ist. Juckt den bestimmt nicht. Nein, aber er kann dem Professor dann Bescheid sagen, wenn der halt vorzeitig zurück ist. Na gut. He doesn't bother to look up from his paper. No, that's not till tomorrow, to bring the professor back. Ah, okay, just catching some rays then, eh? He carries on looking at his paper and doesn't respond. Well, just wanted to let you know I'm going on a field trip today. Now he shows an interest. Aren't you meant to stay in the camp with the professors when the professor is away, in case something happens to one of the cats? Yes, strictly speaking, but everyone is doing fine and I only intend to be gone for an hour or two. You can cope, can't you? It's not a question of me coping, it's a question of you breaking the rules. My heart sinks. But if it's important, then I expect you have to do what you think is right. I'm taken aback. I get the feeling he's giving me his blessing without saying it. Thanks, Zane. Wise words. I turn to head back. Nein, der Ton ist wieder weg. Up the jetty path. But it might be a good idea to let me know where you're going. Achso, das ist er. But it might be a good idea to let me know where you're going, just in case. They're all fine, I promise. My concern was for you. Oh, Zane, I'm touched. But I'll be fine too, thanks for caring. Even so. Robo Voice. Robo Voice. Er passt doch zu Zane. Was? Ja, aber Was zum Fick sind meine Augen sehend? Abgeschnitten bist. Das ist Purrfect Date, Sebi. Keine Ahnung, Das ist ein Spiel, in dem man Katzen daten muss. Und, ja, wir das Perfect Date haben muss. Und nebenbei werden alle, also wir untersuchen eigentlich so eine Katzeninsel, wo nur Katzen drauf leben. Und irgendwie werden wir immer in Katzen verwandelt. Und dann kommt der nächste Protagonist und der muss dann versuchen, das Antidote weiterzuentwickeln und so bla. Meine Güte, ey. Ich weiß nicht, was du immer da für Probleme mit dem Dings hast. Netzwerk. So, ist jetzt wieder besser? Gut. No. Ach, meine Fresse. Sekunde. Technische Difficulties hier. So, ist jetzt besser? Hallo? Okay, ich glaube, es liegt an ihr. Wenn du irgendwas sagst, ist immer noch zu abgeschnitten, dass ich keinen Satzzusammenhang. Jetzt ist wir. Nein, Moment, ist es immer noch. Nein. Für eine kurze Zeit spielt die Melodie halt perfekt weiter und dann ist wieder komplett im Arsch. Ach, das ist auch noch der komplette Sound. Das ist nicht nur mein Mikrofon. Ja, dann liegt es auf jeden Fall an dir. Bam, badam, bam, bam, badadam, dam. Ja, ist ja eh erstmal nur mein Part, um vorzulesen. I feel under pressure to tell him where I'm going, but I'm worried he'll stop me. I decide to come clean and hope for the best. Heading up the other end of the island. To the danger zone? Oh Gott, sag das doch nicht. Elder territory, yes. Was? Be careful then. Da lässt ihn einfach so gehen, oder was? I will. Anscheinend. So. And I get away. Nächsten Monat E9. Geht denn dein Sound jetzt wieder? Ich wurde gerade rausgekickt. Discord hat neu gestartet und jetzt scheint es wieder. Ja, ich sag ja, das liegt an deinem Internet. Ich sag ja, aktuell. Ja. Ja. Die Connection ist halt kacke.
and I get away before he can change his mind. I wonder why he was so easygoing about me sneaking off to the danger zone, while the professor is away. Maybe Zane's not so bad after all. Oder he doesn't care about you. I haven't seen any sign of McMurphy. We said we'd meet here on the border of the danger zone. I'm squeezing the quake stone in my hand and can feel the vibration gently pulsing up my arm. Just as I'm about to venture forward alone, I hear a friendly whistle. Murph! Were you missing me, Gara? I was giving up on you, to be honest. That's not nice. You should've never given up on a buddy. Well, I'm glad you're here. I don't mind admitting I'm a bit nervous. Here, let me put this around your neck. I've made the collar for him by drilling into a piece of quakestone and threading some twine through it. I don't want either of us to upset the elders. We need all the protection we can get, although I'm not sure this will even work. It's a big risk. Come on then, stay close to me. Ha! Adieu to me, Gara. And yo to me. Ey, du bist doch schon vergeben, Digga. I can hear the amusement in his voice as he springs ahead of me and crosses the line into the danger zone. For a split second, I hesitate. I want to see if anything happens to McMurphy. If something does happen, I want to be able to get help. So, er ist so das Versuchskaninchen. Ja, guck du mal nach. Ich warte mal kurz hier, ne? Ist klar, du willst Hilfe holen. Dir geht's gut? Okay, dann komme ich jetzt nach. Was war das? Nee, doch nicht. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rüber, ne? Das ist so... Ich hab dich nicht vorgeschickt, weil ich Angst hatte oder so. Nein. Not making me a cannon fodder, are you, Kara? Just watching your back, Murph. Wink, wink. Ja, Alter. So eine Memme. And with one large step forward, I'm over the line. I stand still for a moment to feel the difference, and there isn't any. I feel exactly the same pulsing coming from the quakestone, only now it seems to be all around me. It begins to tingle. Can you feel that? I most certainly can, and a beautiful thing it is. He's right, it feels really relaxing without being drowsy. My mind is super alert, and I feel much more energized than I did even a few minutes previously. There are some elders over to the right. They must be able to see us, but they don't seem to be bothered by us being this close. As I take in my surroundings, I notice that there are large rocks that all appear to be made of quakestone. We skirt around the edge of the area, keeping as low of a profile as possible. I can't believe we're doing this. Oh, Gar, I wish I could show you your face. Why? Because you're grinning from ear to ear. You're looking like a Cheshire cat. Maybe we've gone through the looking glass. Then I see the huge obelisk-type stone which most of the elder cats are sitting around. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Wolf. What do you think, Mac? Quakestone? Has to be. Look how serene they all are. They are completely calm. Some of them are looking at us, but don't seem in the least bit bothered. There's no aggression in these animals. They are in total harmony with each other and the surroundings. Come on, Meg, let's leave them in peace. We move back to where we came in and gather some of the lumps of stone to take back with us. I can see why I like it here so much. Okay, you. Let's get this off your neck. You'll be turning elder if I'm not careful. We walk back mostly in silence. It's a nice silence contented. Können die überhaupt in Elder Cats Who knows? verwandeln?
meine, die sind ja schon in Katzen verwandelt, also. Better not risk it. Aber die scheinen ja alle zufrieden zu sein mit ihrem Steinzeugs. So why not? I sit in the position Professor Purrfect taught me. Legs crossed, back straight, wrists resting lightly on my knees and fingers formed into loose circles with forefinger and thumb touching gently. I close my eyes and hear a rhythmic purring, slow and steady. Alter, my fur prickles at the sea breeze and my ears twist at the distant sounds of feet on wood and seagulls crying in another faraway place. The smell of the sea fills my nostrils. The taste of salt fills my mouth. I begin to focus on my breathing and the rhythm of my heartbeat, allowing my mind to drift. As I take a deep breath in, the tide comes creeping toward me, as though I'm pulling it. When it's just centimeters away from my bare toes, I slowly release my outward breath to a count of 5 beats. 1, 2, 3, 4, 5. With each beat, I push the tide back into the horizon until it's almost touching the rising sun. Breathe in, 2, 3, 4, 5. And out, 2, 3, 4, 5. Drifting now without attachment to thought, my mind free from worry and care. Your health has been restored. Magic. Romance. Noch machen? Ja, das hätte ich jetzt auf jeden Fall noch beendet. Wir sind ja gerade erstmal eine Stunde zugange. Haben wir mal 2 gemacht. Aber ich muss früh pennen gehen. Ja, es wird jetzt wohl nicht mehr so lange dauern. Das ziehen wir noch durch. Ja, okay. Und dann schaue ich dir das Mittelalter-Markt-Video und das Danger Zone Song. Ugh. I've been following a familiar sound along the shoreline. I can't see Trixie yet, but I know that plaintive song anywhere. It leads me to her cave. Das ist gar kein Miau-Song. Fake out, es ist nicht Trixie. Lauf! Trixie, can I come in? Nein. I'm naked. Da kam jetzt nur Minute raus. Wait a minute. Naked. Yes. I can hear a flurry of activity, shuffling and liquid being poured. Trixie? Are you nearly ready? It's freezing out here. As soon as the sun goes down, the island becomes ridiculously cold. Ich glaube, du musst mal wieder näher zum Mikrofon, weil jetzt bist du immer abgehackt zwischendurch. Was meinst du mit näher zum Mikrofon? Das ist an meinem Kopf, Alter. Da musst du lauter reden. Her voice is low and sing-song. The cave is warm and welcoming. There are flower petals scattered on the ground and little jars of facilities in every corner. Trixie is stretched out on a rock as though she hasn't moved. Ist jetzt so like, oh, paint me like one of your French girls. Probably. Hello, you. Long time no see. Hello, Humi. I was wondering when you show up. Wait. As soon as you invited me, actually. She ignores me and indicates a jar of amber liquid. Help yourself. Get She's drunk. in one of those boots, so I take a sip of the mana juice. Jetzt setzen die das schon in Anführungszeichen. Oh Gott, es wird immer schlimmer. And make a note to go easy on it this time. Remembering how potent it is. Oh no. Oh Okay. no. Okay, er bezieht sich auf das Please Mana stop. Juice. Ich dachte, er bezieht sich auf Trixie. And make a note to go easy on her this time. Oh Gott. So, how's Trix? Great. You've not been around for a few days.
She doesn't respond. I thought you were avoiding me. I Yes, forced a I am. laugh. I forced a laugh, but now I'm beginning to think I was right. Have I upset you, Trixie? Well, in a way, suppose you have. Oh, I was kidding, but tell me, what did I... She cuts across me. Psh. I don't mean to be rude, but would you mind just shutting up and letting me talk for a while? Wow, okay, bossy. Die Sache ist, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig von ihr, sowas zu sagen, weil er Ja. sitzt da rum, stellt sie Fragen und sie sagt einfach nichts. Und dann so, ja, du hast mich schon irgendwie ein bisschen sauer gemacht. So, und dann, ja, du hast mich schon irgendwie ein bisschen sauer gemacht. Okay, und wie, halt dir jetzt endlich mal deine Scheißfresse und lass mich ausreden. Ja, Schnauze. So, hä, du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Was ist los mit dir? Oh, of course. I'm a little anxious about what's coming, but I do as I am told and sit in silence. Life. Is life. Na, 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 na. Halt die Klappe. She pauses and smiles. I'm not sure if I should respond, so I just smile back. Was, ist sie schwanger? Was ist mit der los? Nee, dann wird die ja nicht saufen. Oder doch? Ich weiß nicht. Life is great and all, but sometimes it's not quite as great as you try to pretend it is. You get so used to making the best of it that you stop being aware that it's only liver. Silver. Silver. Blah, liver, Alter. Or sometimes even bronze. But I mean, nothing to complain about, but then something happens that is so golden, so plated, rose gold, that the fabulosity of it catches you up like a twister and turns everything upside down and inside out, so that you're flying and dancing against your will. You're powerless and powerful, and silver will never be good enough again. Was ist sie denn am Labern? Warum ist sie dann sauer auf uns? Do you know what I mean? No, nobody knows what you Ja, mean. weil wir in ihr Leben gekommen sind, ihr Gold und Platin gezeigt haben und jetzt das restliche Leben nicht mehr gut genug ist. Ist doch Bullshit, die hat uns doch die ganzen glitzernden goldenen Regenbogen-Dinger gezeigt. Ja, weil sie uns so sehr mochte. Wir haben einfach nur gesagt, oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh, das ist aber schön, was ist das? Hä? Das Es ist geht das Einzige, darum, was wir gesagt haben. es geht um uns. Sie mag ja uns, trotzdem so wie wir sind. So bescheuert. I open my mouth, but she plows on without waiting for an answer. I feel it now. The fizzing in my tummy. The fluttering of my heart. I am champagne. Okay. Popping and sparkling, lightheaded and silly. Am I silly? I feel very certain and not silly at all. What? But I can't stop giggling, and my eyes are weepy all the time. Sie ist so richtig emotional. Digga, meine Augen sind auch immer weepy, aber aus einem ganz anderen Grund, yo. I know what I want in my heart, but I can't connect it to my head. I feel hungry. Nein, das steht da nicht. Ach, happy, ja, bla bla, ist mir zu sentimental, die Scheiße. I'm truly hungry. Nein, das steht da nicht. Ah, happy, Mann. Es wird zu sentimental, ich mag das nicht, geh weg. Alter, rede ich jetzt viel. Not before happy, which hasn't really like... Was ist sie am Labern? It wasn't really like being happy at all, but 24 karat happy and nothing less will do. What is she talking about? Does she want gold? Nein, sie sagt im Endeffekt ja, bevor sie uns kennengelernt hatte, war sie ja eigentlich schon glücklich, aber nicht... Ich weiß, was sie sagen will, aber ist alles Bullshit. Ach, du hast ja einfach keine Ahnung. Das ist richtig. Und ich will auch nicht.
There's a long pause. I look down and see that my glass is empty, and I suddenly feel a bit woozy. Okay, that's it. That's all I have to say. Your turn. I'm still angry at you. Oh, I'm not very good at speeches, and I don't think I can match yours. Forever wonder. Bruh. Yeah, man. Okay, Joe. A simple answer will do. Soulmates don't come along every day, Humi. We have a chance here to take a leap and see where the adventure takes us. Or forever wonder what we missed. Ja, Forever Wonder, eindeutig. The second one. Of course I'm in. Together forever. Let the adventures begin. And Trixie and I begin to laugh and laugh until we are rolling around on the ground so that anyone who saw us would think we were a couple of crazy, intoxicated cats. You are crazy. You're dating cats. You are obviously crazy. Achievement unlocked. Relationship goals. Trixie. Up in den Research. Yes, we're ready. Research 7. Medical trial. Professor Popper says that we'll be testing some experimental medicines today. I just hope I have the stomach for it. Solange du es nicht trinken musst, denke ich mal schon. I arrived at the lab a little later than usual today. I got held up by the incredibly important task of petting all the cats I saw on the way in. Really crucial Very stuff. important. Yes. As I enter, I see a large unmarked wooden box on the table. Morning, Professor. I wasn't expecting you to be working alongside me today. Oh, I'm afraid. I'm actually in rather a hurry, but I needed to explain to you a new protocol I'd like you to carry out for me. He opens the lid of the crate, and inside are rows of small, clear bottles, each containing white fluid. What's this, milk? No, these are samples from our offshore lab. Samples of what? So many questions! Curiosity is a marvelous trait for a scientist. Now I want you to run some tests on these. I want you to check how they respond to contact with compounds 16, 18 and 24. I notice how deftly he evaded my question. Once you've done that, provided there are no complications, I'll need you to apply the sample to some of the cats and record the results. I beg your pardon? Apply the sample to the cats, David Meowi. We are looking for specific reactions. Of course, sir, but oughtn't I have a little more information before I start applying an untested product to a living subject? No. Look, David Meowi, I understand your concerns, of course I do. However, once in a while, one has to trim the red tape, and this is one of those occasions. Now I really am the most awful rush, my dear, but I have complete faith in you. And suddenly I'm alone. I pick up one of the samples from the box. It looks like a miniature milk bottle, but the fluid inside is creamier than milk. Maybe it's whipped cream. I retrieve the compounds from the cabinet that the professor wanted me to test and spend some time combining them with the sample. From what I can tell, the compounds are some kind of organic material, but no one has told me where they came from or what they actually are. I look at them under the microscope one by one and add a little of the sample. It's a bit like glue, so it's hard to get in to combine. But once I do, something odd happens. The dead cells that make up the compounds start to move excitedly. They aren't coming back to life exactly, but they are behaving like living cells. I have no idea what the stuff is or
or its Zombie intended Creme. use, but I do know that I feel uncomfortable applying it to live subjects. I look at the cats in the cages. They look back at me with trusting eyes. Refuse. No, Zombie Katzen. I'm not going to do it. If the professor continues to withhold information, then I think it's only right that I put the responsibility back on him. He can carry out this procedure himself. I sent Purrfect a message from my catalog. Professor, I feel I cannot continue in my tasks today until I understand the implications of what it is I'm being asked to do to the cats. I don't get a reply right away. Eventually the catalog beeps. Professor Purrfect has replied. Oh dear, that's disappointing. I'd be happy to comply if you could just give me a little more information. If you really are having such difficulties in carrying out your duties, perhaps it would be best for me to find someone who is better equipped. Yep. I'm afraid to lose my job if I don't administer this sample. You're gonna Continue to turn into a refuse. cat anyways, bro. I feel the implicit threat. I'm sorry you see it that way, sir. I love my job here, but this oversteps a personal boundary. Collect your things. You can catch the boat in the morning. Bye. Oh no, ich hoffe, wir haben jetzt kein scheiß Ende wegen, weil er jetzt abhaut. I still can't quite believe what happened and that I'm really heading home already. I went to see the professor in his tent last night to discuss our difference of opinion. I was hoping to straighten things out so that I could continue working here, but he wasn't there, and I received a curt message from him asking that I be on the boat first thing in the morning. So here I am, heading to the jetty where the boat is waiting for me. I feel very alone in the morning mist. No one to wave me off. Oh well, it's too late for regrets now. I shall focus on the excitement of returning to my old life. Strange, even after such a short time, I can't seem to remember much about my life before. Joe, the ferryman's son, takes my bag and helps me onto the boat. That was quick. You drink all the boss's whiskey or something? Something. He looks at me suspiciously. Must be bad then, playing with the cats instead of working. Let's just go, shall we? I can't wait to get home. And where would that be? Huh? Home. You don't know where your home is, don't you? Don't be daft. But for some reason my mind won't focus and I can't seem to remember. Where then? It's... Oh my god. Don't worry, you just sit there for a minute. Dad? The older man comes out of the cabin and joins us on the deck. Got a problem here, son? I reckon so. This one can't even remember their own name. What? Yes, I can. It's, Before I can answer, the older man has pulled what looks like a gun from his coat and is aiming it at me. Alter. It's not personal, David Meowi. We just have to take precautions. Can't have any problems reaching the mainland now, can we? Alter. Yo. Yes. Ja. New unlocks. Wir wurden gerade erschossen, Digga. Das ist scheiße. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das so brutal wird, Alter. Ich auch nicht, aber Tschüss. das hat jetzt den ganzen Playthrough durcheinander gebracht, ne? Ja. Ätzend. Naja, bis morgen. Ich finde das sehr interessant, dass sie uns erschießen. Nein. Aber ich verstehe, warum die Leute... Die haben das wahrscheinlich schon öfter machen müssen oder so. Dann verstehe ich, warum die keine Bindung zu uns aufbauen wollen. Ach, jetzt verstehst du es erst. Nein, aber jetzt verstehe ich. Das ist nochmal so ein Unterton, so unterstrichen. So dreifach. Wenn die uns erschießen müssen, ja, bruh.
You've been sacked. Alter. Kann ich das jetzt nochmal replayen, denn? Nö. Ach, das ist doch richtig, richtig dumm. Also ehrlich gesagt habe ich jetzt... Das kotzt mich jetzt ein bisschen an dem Game. Also das nimmt halt so richtig die Weiterspielmotivation. Aber das sind sowieso mehr Enden als hier 6 Dingsbums. Ja, es sind 12. Das muss man also nochmal spielen. Um die ganzen Ja. Dinger freizuschalten. Aber du kriegst ja nur das True-Ende, wenn du das scheiß Antidote completest. Und nur weil dieser scheiß Typ... Das ist richtig dumm. Warum geben sie einem denn so eine Möglichkeit überhaupt? Für das Ende. Ja, es ist aber trotzdem dumm, dass ich jetzt nicht einfach zurückgehen kann und sage, ich würde gerne diese Szene replayen. Wir müssen jetzt legit das ganze Spiel nochmal hier durchspielen bis hierhin. Doch nicht. Doch, es ist scheiße, es ist ätzend, es ist einfach nur dumm. Ich bekomme meine Tage. Ja, perfekt zum Das Urlaub. ist dumm. Das ist dumm. Ich weiß. Du musst es ja diese Scheißwoche aussuchen. Ich habe die Woche nicht ausgesucht, das Konzert hat die Woche ausgesucht. Ja gut, was auch immer. Options. Reset everything. Alter! Kann er immer noch weitermachen. Nee. Ich glaube, ich werde mich irgendwann mal da hinsetzen und wirklich alles resetten und dann einfach nochmal nachspielen bis zu dem Punkt. Weißt du denn noch alle Sachen, die wir... Keine Ahnung, das wird sich dann zeigen. Ich werde es einfach im Schnelldurchlauf durchspielen. Wenn dann Wie halt du meinst. Aber nach dem Urlaub erst. Ja, ich werde das nicht live im Livestream machen. Das werde ich nebenbei machen. Ja, wahrscheinlich auch erst. Ja, wahrscheinlich schon. Ja gut, Ja. beenden wir hier erstmal den Stream. Ja. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Alles ist Kacke, geht sterben. Tschüss. Bye bye. Tschö.